Hallo und herzlich willkommen zu chartflipper.de mit einer neuen Ikonografik, diesmal zu meinem Lieblingstier, dem Hund. Während es Picasso mit einem Strich fertiggebracht hat, einen Dackel zu zeichnen, werden wir hier eine Art Comic-Beagle zeichnen mit 3 Strichen und einem Punkt. Im ersten Strich gehen wir senkrecht nach oben für das Hinterbein, dann etwa im 45-Grad-Winkel ein Schwanz, dann waagerecht der Rücken des Hundes, leicht gebogen in ein Ohr übergehend, das geht erstmal senkrecht hoch, dann wieder senkrecht runter, oben mit so einem U und unten auch wieder mit einem U, das nicht ganz vollständig abgeschlossen ist. Schon haben wir das Ohr. Oben am Ohr setzen wir an für den restlichen Kopf, der dann geschwungen übergeht in eine lange U-förmige Schnauze und die dann wieder nach unten in ein Vorderbein. Nun zeichnen wir noch eine Nase, gerne groß und auch mit einem Highlight. Optional auch noch ein Auge und den letzten Strich für das zweite Hinterbein und das zweite Vorderbein und fertig ist der Hund in der Seitenansicht. Wir können ihn jetzt auch in Frontalansicht zeichnen. Auch hier fangen wir wieder mit der Linie an, die die Ohren ergibt. Diesmal direkt am Ohr. Nach oben für einen gebogenen Kopf. Endet mit dem anderen Ohr. Und nun etwa zwischen die Ohren die Nase. Auch hier mit Highlight. Die Augen besonders groß, wenn wir sie hier so als Kommata zeichnen. Und nun noch eine Besonderheit beim Hund, die Schnauze vorne angedeutet durch die 2 Linien. Und wenn wir wollen, auch noch eine Zunge, die ihm raushängt, wenn er hechelt. Vielleicht noch ein bisschen Farbe dazu. Und fertig ist der Hund in der Frontalansicht. Wir müssen aber noch nicht mal den Hund zeichnen, um darauf hinzuweisen, dass es um einen Hund geht. Wir können auch eine Pfote, einen Pfotenabdruck zeichnen. Dazu brauchen wir so eine Art flaches Dreieck mit abgerundeten Ecken. Auch gerne mit dieser Einkerbung. Das ist mal der Ballen. Und dann setzen wir da dran noch strahlenförmig 4 Abdrücke für die Zehen drauf. Die beiden mittleren etwas größer als die äußeren beiden. Und fertig ist der Abdruck der Hundepfote. Wir können jetzt noch einen Knochen zeichnen, der ist ganz praktisch, wenn es darum geht, wie man den Hund belohnen kann oder was der Hund will, wonach der sucht. Und außerdem auch praktisch, da er recht einfach zu zeichnen ist. Es ist einfach nur eine Stange, die in 2 herzförmigen Enden dann mündet. Einziger Unterschied zu normalen Herzen ist, dass ich die jetzt bewusst unsymmetrisch zeichne und die Einkerbung etwas tiefer mache dazwischen. Auch hier noch ein bisschen Grau dazu. Und fertig ist der Knochen. Um noch ein bisschen Action reinzubringen, können wir auch den Hund bellen lassen. Ich zeichne mal hier jetzt nur das Gesicht des Hundes. Ganz normal, wie wir das vorhin auch gemacht haben bei der Seitenansicht. Hier die Schnauze, Nase, Augen und nun den Unterkiefer des Hundes angedeutet. Wichtig dabei, der Unterkiefer geht nicht bis vorne an die Nasenspitze bzw. an die Spitze der Schnauze, sondern geht nur ungefähr bis zur Hälfte. Ja, und das Bellen, das können wir jetzt recht einfach symbolisieren durch 3 Linien. Hier ist was los, hier wird Laut gegeben. Anderen Laut, den er auch noch von sich geben kann, das ist Jaulen. Fürs Jaulen ist wichtig, dass der Hund meistens den Mond anheult oder auch sonst, wenn er zu Musik dazu heult, den Kopf etwas in den Nacken hat und dementsprechend schräg nach oben guckt, also sind die Ohren ein bisschen schräg nach oben und die Schnauze vor allem.
Ansonsten ist es bisher ja auch wieder ganz normal. Was wir jetzt noch ändern, ist, dass wir ihm einen Kreis in die Schnauze einzeichnen, als kreisförmigen Mund. Das stimmt nicht ganz, wir haben schon gesagt, der Unterkiefer sitzt ein bisschen anders als bei uns, aber es symbolisiert ganz gut, dass hier beim Menschen gepfiffen wird, hier beim Hund geheult. Ein etwas O-förmiger Laut. Wenn wir wollen, können wir auch noch andeuten, dass er recht melodisch heult, mit ein paar Noten. Und fertig ist der jaulende Hund. Das waren jetzt einige Möglichkeiten, was wir alles mit einem Hund visualisieren kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage bis zur nächsten Ikonografik bei chartflipper.de.